Ein gespannter Hund, eine aufgebaute Kamera, erste Eindrücke, und mit eben jenen heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wir befinden uns heute bei der ehemaligen Standort-Munitionsniederlage 352-1. Das Ganze gehört zu Minden bzw. hier zum kleinen Ort Petershagen. Wurde laut Internetdatenbank am 01.01.71 aufgestellt und am 31.12.94 aufgelöst. Was es hier noch zu sehen gibt, das vermag ich euch nicht zu sagen. Das werden wir jetzt gleich mal gemeinsam erkunden. Eins aber vorab, wir haben heute Sonntag. Es ist Moinsen. Es ist absolut fantastisches Herbstwetter. Und hier ist ziemlich viel Betrieb, hier ist ziemlich viel los. Aber ich denke, das wird unserem Video jetzt hier keinen Abbruch tun. Wir schauen da vorne übrigens, da wo die Autos fahren. Da ist die Einfahrt oder der Eingang. Ich schnapp mir jetzt den Dexter und die andere Kamera und dann gucken wir mal, was wir hier vor die Linse kriegen. Ja, jetzt haben wir hier das Gelände schon betreten. Wir wollen mal hoffen, dass es noch was zu sehen gibt. Im Geländemodell kann man Struktur erkennen. Wie die sich allerdings hier dann darstellt, ist eine ganz andere Frage. Da geradeaus geht es weiter, offensichtlich. Hier rechts geht es auch rum. Und wenn wir hier geradeaus gehen, dann kommen wir erstmal an keiner Struktur vorbei. Deshalb bewegen wir uns mal direkt hier nach rechts herum. Und dann gehen 1, 2, ich glaube 3 Schleifen, Straßen insgesamt in den linken Bereich hinein. Und da lassen wir uns mal überraschen, was wir da noch sehen können. Zum Rest, der hier mal war, ich vermag es euch nicht zu sagen, wie es mal aussah. Hier wird irgendwo natürlich ein Tor gewesen sein. Hier wird auch irgendwo ein kleines Wachgebäude gewesen sein. Das finden wir vielleicht auch auf historischen Luftbildern. Wir sind immer noch in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, die Aussicht, da etwas zu finden, ist recht hoch. Gucken wir dann mal. Ich blende euch die Klamotten dann natürlich wie immer dazu ein. Diese Richtung, auf geht's. Ja, dieser Weg, der hier rechts abgeht, war natürlich mal eine richtige Straße. Man musste hier natürlich auch mit LKWs und so weiter langfahren können. Wir sind ja hier immerhin in einer Standort-Munitionsniederlage. War bis gerade auch noch asphaltiert. Ja, hier ist überall noch Asphalt drunter. Wenn man hier mal mit einem ordentlichen Wagen herfährt, mit einer ordentlichen Bürste vorne dran, dann kriegt man die Straße auch wieder freigelegt, dann sähe es auch wieder ein bisschen anders aus hier. Aber was soll's, wir sind ja froh um jeden Eindruck, den man irgendwie noch hat. Und der erste Eindruck entsprechend hier, dass wir noch den Asphalt sehen, der hier mal lag oder beziehungsweise immer noch liegt. Das ist ja schon mal was wert. Ja, ich ahne wirklich Böses. Oh, das sieht ganz nett aus mit dem Licht, glaube ich gerade. Wir kommen aus der Richtung, in die ich filme. Da hätten jetzt eigentlich schon 2 Straßen nach rechts in den Wald abgehen müssen. Die sind so jämmerlich noch erkennbar, dass sie eigentlich gar nicht erkennbar sind. Deshalb bin ich da einfach dran vorbeigelaufen. Da habe ich mich gerade schon gefragt, das ist ein bisschen zu weit jetzt. Da ist doch bestimmt wieder irgendwas im Wald, was du einfach nicht mehr siehst, weil es eben überhaupt nicht mehr da ist. Richtig. Und jetzt haben wir hier, ich markiere sie auf der Karte, wo wir sind, geradeaus. Da seht ihr so einen Berg, einen Hügel. Das ist natürlich eines der ehemaligen Munitionslagerhäuser. Was wir machen können, wir gehen hier vorne weiter und gehen da mal eben schauen. Das heißt aber auch, wir sind jetzt schon in der 3. Schleife dieser Munitionslagerhäuser. Ob wir in die anderen beiden Schleifen noch einigermaßen reinkommen, das werden wir gleich mal gucken. Ich schaue dann mal von der Stirnseite des Geländes. Das heißt, nach Möglichkeit versuchen wir jetzt hier durchzugehen, bis wir auf der anderen Seite sind, der Liegenschaft, um dann nochmal innen reinzugehen. Wenn das alles nicht gut klappt, dann ist das eben so. Hier auf jeden Fall haben wir, ja, guck mal, da haben wir sogar noch ein bisschen was zu sehen. Wir sehen da oben noch den
den Giebel von der Geschichte. Da gucken wir mal eben drauf. Aber wenn wir schon nichts haben, dann sollen wir wenigstens das bisschen nehmen, was wir haben. Ne? Gucken wir mal eben. Gehen wir mal hoch. So. Schau an, schau an. Ja. Alles auch mal wieder mit Erde verfüllt, die ganze Geschichte hier. Fragen Sie mich nicht nach dem Sinn. Das ist aber eben so. Das müsste hier ein Moonlagerhaus 25 gewesen sein. Einen zweiten Eingang sehe ich jetzt nicht. Oder der wäre noch da vorne, aber da, ja, Mutmaßerei jetzt. Ist auch nicht so wichtig. Wir begnügen uns mit dem, was wir hier noch irgendwie sehen können. Ja, was das jetzt hier oben ist, das weiß ich gar nicht. Ich war erst in der Annahme, dass wir da noch irgendwie Elektronik haben. Ein Kabel bezüglich einer Lampe. Was wir hier aber sehen, da guck mal hier, das ist auch ein schönes Zeichen. Da wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch mal so eine Leuchtstoffröhre angebracht gewesen sein. Ich nehme an, dass da vorne ebenfalls so ein Haken mal war. Eine Halterung. So sieht das hier aus. Man kann da jetzt, wenn man will, reingehen. Halte ich für wenig zielführend. Was ich aber machen werde, ist, ich filme wenigstens mal eben rein, dass wir da mal nur eben einen Eindruck haben, ob diese Türen da noch drin sind und so weiter. Warten Sie, gleich ist soweit. Zack. Ach, die Lampe. Ja, so sieht es da aus. Die typische Flügeltür innerhalb des Baus, wie man es kennt. Der Rest hier sieht noch recht ordentlich aus, sage ich mal. Das ist jetzt gar nicht vergammelt, die Struktur oder so. Das macht einen sehr schönen Eindruck. Kann man jetzt erstmal nicht meckern. Ja, ich befürchte nur, dass sämtliche andere Bauten leider auch in diesem Zustand sein werden. Beziehungsweise da vielleicht so ein Zustand schon gar nicht mehr zu sehen ist, dass das einfach wirklich komplett übererdet ist. Aber wir gucken uns das jetzt hier an, so gut es eben geht. Wenn ich jetzt hier nicht alles filme oder nicht alles filmen kann, dann ist das eben so. Wir müssen eben mit dem leben, was das jetzt hierher gibt. Ja, seien wir mal gespannt und drücken wir mal die Daumen, dass wir hier noch irgendwie bessere Eindrücke über die Geschichte finden können. Ansonsten ja, müssen wir mit Luftbildern und so weiter arbeiten, was wir noch so kriegen können. Bis gleich. Ja, nur mal eben so zur Einordnung. Also den Weg hier werde ich jetzt, also die äußere Schleife werde ich nicht weitergehen. Hier ist einfach alles viel zu verwachsen, viel zu zugestrüppt. Das macht keinen Sinn. Wir bewegen uns hier mal innerhalb des Waldes. Hier ist es relativ frei. Und ich muss auch sagen, es wird sich auch einfach nicht lohnen, die ganzen Moonlagerhäuser, Bunker, hier Überreste abzufilmen. Denn das ist jetzt hier der dritte in der Reihe. Hier ist auch nichts mehr zu erkennen mit irgendwie einem Eingang. Da vorne ist auch nichts mehr zu erkennen. Also ist einfach alles übererdet. Ich denke, den ersten da hinten, den hat dann mal einer ausgegraben wieder, ne? Weil man will ja dann auch mal gucken, man ist neugierig und so. Und das wird man dann eben wohl diese Mühe sich nicht bei jedem dieser Moonlagerhäuser gemacht haben. Nichtsdestotrotz bewegen wir uns hier einmal quer jetzt durch das Gelände, weil hier, seht ihr, es ist alles sehr viel gangbarer. Wir haben hier schön großenteils auch Buchenwald. Da ist immer recht wenig andere Vegetation drunter. Und ich möchte hier auch mal eben daran erinnern an das Video Standort Munitionsniederlage in Nammen. Da hat sich nämlich ein ganz ähnliches Bild gezeichnet. Da haben die nämlich auch die ganzen Dinger einfach mit Erde überschüttet. Es gibt da wohl noch ein, zwei oder es gab sie auf jeden Fall, die auch ähnlich freigelegt waren wie der erste, den wir hier gerade gesehen haben. Hatte ich in meinem Video damals aber nicht behandelt, weil das eben dermaßen, das war ja wie im Dschungel da. Der eine oder andere wird es gesehen haben, da habe ich mich da nicht durchgeschlagen. Vielleicht kommen wir in Nammen nochmal vorbei. Der Manfred wünscht sich das sehr, dass ich da doch nochmal hingehe im Winter. Ne, wünscht sich das nicht nur, er sagt, ich muss da nochmal im Winter hin. Ich habe es bisher
abgelehnt, habe gesagt, nein, ich will da nicht nochmal hin. Aber gut, das Thema ist noch nicht durch. Da stehen wir noch im Austausch miteinander. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir latschen jetzt hier mal so ein bisschen rum. Ich filme euch da noch ein paar Eindrücke. Ich meine, man muss auch sagen, der Herbst ist aber auch sehr schön. Kann man sich auch mal angucken, wenn man sonst nichts zu sehen hat. Und wir schauen mal. Vielleicht gibt es ja doch noch etwas Überraschendes hier. Bis gleich. Und hurra, wir haben was. Das hier ist der zweite Weg, der hier von der Straße geradeaus abzweigt, den man aber einfach nicht mehr sieht. Schönes Zeitzeugnis hier. Wir haben hier nämlich noch den Bordstein an der Seite oder den Kantenstein, Randstein. However, da ist das Ding und hier ist noch ein kleiner Trampelpfad auch in der Mitte. Hier gehen wir mal weiter. Hier zur Linken ist dann auch schon das erste Munitionslagerhaus. Gucken wir mal, ob wir da noch irgendwas sehen können. Vielleicht hat ja auch mal irgendjemand ganz fleißiges so ein Ding mal komplett wieder freigegraben, aber ich glaube, die Chance ist eher gering. Ja, wenn man da jetzt hochgeht, könnte da oben vielleicht noch eine Öffnung sein. Mache ich aber nicht. Wir gehen hier einfach weiter. Wir müssen auch mal die Kirche im Dorf lassen. So sieht das hier aus, ne? Also da ist wirklich auch, ja genau, also wie in Nammen kann man sagen. Ne? Da wurde das ja genauso gemacht. Und entsprechend haben wir hier, also wenn ich jetzt nicht wüsste, dass ich hier in Petershagen bin, dann könnte ich auch sagen, okay, vielleicht bin ich auch gerade irgendwie nach Nammen geraten. Ja, da vorne ist das nächste Dingen. Es ist auf jeden Fall nicht sonderlich motivierend, hier weiter rumzulaufen. Aber wir schauen mal und ich schaue euch gleich wieder dazu. Und wenn du denkst, du findest nichts mehr, findest du doch noch irgendwas. Die gute alte NATO-Estradrolle, hart angeschlagen vom Rost, hier mitten im Wald. Hier befindet sich so ein Graben. Das heißt, hier links direkt oben, da ist wieder die Fahrspur, also der Weg, die asphaltierte Straße, wo wir gerade lang gelaufen sind. Das ging aber so schlecht, ihr seht das ist so dermaßen mit Brombeere überwachsen. Das bringt dir auch nichts, wenn du da im Winter durchgehst. Die Brombeere ist ja immer noch da, also das ist einfach nur Käse. Da bin ich mal hier runter gewechselt, dachte, ich könnte hier durch den Graben gehen. Da hinten ist es aber auch total zu. Habe ich halt diesen Estrad hier noch entdeckt. Immerhin, wir machen das jetzt anders. Wir drehen hier um und gehen wieder zu der Straße, über die wir reingekommen sind. Und dann gehen wir mal den einen Weg, der da vorhin geradeaus führte, den wir nicht genommen haben. Den laufen wir noch mal durch und schauen mal, was wir da noch sehen können. Und wenn da nichts Großartiges mehr ist, dann ist da eben nichts Großartiges mehr. Ne? Aber das Gelände steht eben halt auch auf der To-Do-Liste und man muss es mitnehmen und alles zeigen, was mal da war. Gut, wir sehen uns dann gleich wieder. Ja, also da kamen wir vorhin her. Den Weg hatten wir erstmal ausgeblendet. Scheint aber eine recht gute Option zu sein. Auf jeden Fall sind hier mehr Leute unterwegs als in dem anderen Bereich. Gut, in dem anderen Bereich ist letzten Endes gar keiner mehr unterwegs. Man hätte da unten jetzt weiter geradeaus gehen können. Da kommt man aber halt komplett hier vom Gelände runter. Das Gelände hier ist sowieso nicht riesengroß. Deshalb werden wir hier jetzt auch, wenn wir da hinten angelangt sind, relativ schnell durch sein. Ja. Ich nehme euch mit dahin und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht schon ein Resümee treffen können. Da vorne aus der Kurve kommen wir her. Hier geht dann nochmal ein Weg ab. Das müsste dann die erste Bunker- oder Immunlagerhausschleife hier sein. Da gucken wir noch mal eben, was wir da für Eindrücke haben. Die anderen beiden haben wir ja gerade gesehen, die hier links liegen. Naja, gesehen haben wir sie auch nicht. Wir sind aber da ein bisschen lang gegangen,
haben 1, 2 Moonlagerhäuser betrachten dürfen. Ja, hier ist also auch ein riesen Auswurf, wie auch immer, Zuschüttung. Da ist also natürlich auch irgendein Moonlagerhaus drunter. Muss ich stark von ausgehen. Ja, und dann gehen wir hier mal ein Stück weiter. Und hier sehen wir auch schon das Debakel, das ganze Ausmaß. Der Weg ist also wirklich eigentlich nicht gangbar. Dahinter sieht man auch wieder eine Anhöhe. Da ist dann das nächste Moonlagerhaus. Völlig uninteressant hier. Ja, ich zeige euch das dann noch mal auf dem Geländemodell, ne, wie das entsprechend oder wo wir jetzt hier gerade waren. Ansonsten möchte ich schon mal sagen, das war es hier auch von der Standortmunitionsniederlage Petershagen. Kaum was gesehen. Ist ebenso. Ich habe ja in einem anderen Video auch schon mal gesagt. Und wenn da nur irgendein Klotz steht, es war eine ehemalige militärische Liegenschaft. Wir haben das jetzt, ja, so gut es ging, dokumentiert. Ich muss auch sagen, man kann sich natürlich jetzt die Mühe machen, sich hier komplett durch den Busch schlagen. Aber die Frage ist ja, wofür? Wofür? Für Erdhaufen, die man hier noch sieht? Macht keinen Sinn. Ich denke, die Erdhaufen habe ich euch ausreichend dargestellt und mehr gibt es hier nicht. Ich habe vorhin wohl noch eine Struktur gesehen, das kann ein ehemaliger Feuerlöschteich gewesen sein. Da gehe ich jetzt gleich noch mal eben vorbei, denke ich. Wenn da nichts ist, dann ja, seht ihr das auch nicht. Und wenn da was ist, dann filme ich es noch eben. Ansonsten danke schon mal, dass ihr zugeschaut habt. Lasst gerne ein Abo da. Könnt mich mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen oder einer PayPal-Spende. Schreibt etwas hier in die Kommentare. Ja, wenn ihr hier Wache geschoben habt, dann ist es immer toll, Eindrücke aus der Zeit lesen zu dürfen. Da waren schon bisher bei Standort-Munitionsniederlagen sehr interessante Geschichten bei, die ich da lesen durfte, die ihr natürlich auch lesen könnt, wenn ihr euch die Videos anschaut und mal in die Kommentare reinschaut. Ist immer wieder was Nettes dabei. Geht beim Simon auf den Kanal Zeichen der Vergangenheit. Der hat auch nicht immer nur Highlights, kann man auch gar nicht haben, aber dafür hat er seriösen Content. Bis die Tage, macht's gut. Ciao. Kakao.